Hallo liebe Volleyballer und herzlich willkommen zu einer weiteren Review hier auf WePlayVolleyball.de. Heute schauen wir uns den neuen Crazy Flight an. Es ist der Nachfolger vom Crazy Flight X3 und bricht damit raus aus der X-Serie. Es hat sich tatsächlich auch einiges getan, deswegen wahrscheinlich auch die Namensveränderung oder die Anpassung. Der Schuh ist jetzt nicht mehr als Unisex-Schuh verfügbar, sondern neu jetzt als Damen- und Herrenmodell. Außerdem haben sich hier viele neue Technologien in die Schuhe verarbeitet. Was genau, das zeigen wir euch jetzt gleich. Schauen wir uns zuerst das Obermaterial vom neuen Crazy Flight an. Das ist etwas anders gehalten als bei seinem Vorgänger. Früher hatte man hier ein etwas festeres, stoffartiges Meshmaterial. Jetzt hat man hier ein sehr dünnes und flexibles Meshmaterial, welches aber nochmal von der Innenseite durch eine Art Socken nochmal stabilisiert ist und hier dadurch dann etwas dicker ist, als wie es von außen ausschaut. Hier vorne hat man nochmal solche Verklebungen, was nochmal für Verschleiß quasi als Schutz dient. Hier im Mittelfußbereich erkennt man wieder dieses Mesh-Material, das in einem Stück geht, und innen ist so ein Netz aus TPU-Garn geflochten, welches dann dem sehr dünnen Obermaterial nochmal hier viel Stabilität und Reißfestigkeit bietet. Auch hinten im Innenmaterial hat sich einiges verändert. Früher beim Crazy Flight hatte man einen Stoff, welches so eine Art Widerhaken hatte, das sich dann am Socken festgesetzt hatte. Hier jetzt aber mit einem hochwertigen Wildledereinsatz, das nochmal für mehr Komfort sorgen soll. Hinten auch schön gepolstert, dass man auch mit dünnen Fersen auf jeden Fall einen guten Halt hat. Schauen wir uns nun die Mittelsohle bzw. die Dämpfung vom Crazy Flight an. Hier hat man wieder diese Boost-Sohle, einen sehr weichen und sehr reaktionsfreudigen Dämpfungsschaum, den man auch in den Vorgängermodellen schon hatte. Der Dämpfungsschaum ist von hinten, vom Rückfuß bis vor, hier so ungefähr 3/4 vom ganzen Schuh eingearbeitet. Neu ist hier diese EVA-Stabilitätsplatte. Hier hatten man im Vorgängermodell anscheinend mehr Probleme mit der Stabilität bei lateralen Bewegungen. Diese ist einmal komplett im seitlichen Bereich eingearbeitet, hier im Mittelfuß dann etwas höher gezogen, geht einmal komplett rum um die Ferse, und auch im Innenfuß kann man diese hier wieder gut erkennen. Auch die Außensohle hat sich etwas verändert. Früher hatte man hier ein sehr asymmetrisches Muster. Nun hat man hier diese kleinen Vierecke mit Rillen, die aber in verschiedene Richtungen zeigen. Hier also auf jeden Fall auch wieder in alle Richtungen guter Grip. Wovon Adidas weggegangen ist, ist hier dieser Drehpunkt, der normalerweise für die Volleyballschuhe sehr typisch ist. Hier unten, auch hinten an der Ferse nochmal schön abgerundet, nochmal verstärkt, nochmal filigraner ausgearbeitet, dass man hier auf jeden Fall beim Stemmschritt auch einen guten Grip hat. Der neue Crazy Flight ähnelt seinem Vorgänger, dem Crazy Flight X3, im Aufbau sehr. Trotzdem gibt es hier neue technische Updates. Zum einen hat man nach wie vor die Boost-Sohle, die man früher schon hatte, aber dafür hat man jetzt ein flexibleres Obermaterial mit einem Stabilitätsrahmen für die seitlichen Bewegungen. Den Schuh gibt es jetzt für Damen als auch in einer breiteren Variante für die Herren. Generell fällt der Crazy Flight relativ normal aus von der Passform her, auch was die Größe angeht. Es wird weiterhin ein guter Universalschuh bleiben, also auf allen Positionen, außen, diagonal, Mitte, Libero, Zusteller, also hier auf jeden Fall gut geeignet fürs Volleyball. Habt ihr Fragen zu dem Schuh, dann schreibt uns gerne einen Kommentar, meldet euch bei unserem Support, wir helfen euch gerne weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.